In meinem letzten Video haben wir über die Probleme rund um SIM-Update Nummer 5 im Microsoft Flight Simulator 2024 gesprochen. Schwarze Displays, Speicherwarnungen, Abstürze, nicht funktionierende Avionik und vor allem viele Rückmeldungen von Xbox und PlayStation 5 Usern in diese Richtung. Inzwischen gibt es mit der SIM-Update 5.1 Beta bereits eine erste Reaktion von Microsoft und Asobo. Während der Erstellung des letzten Videos ist mir jedoch noch etwas anderes aufgefallen. In den offiziellen Foren wird intensiv über dieses Problem gesprochen. Viele User schildern konkrete Fälle. Gleichzeitig wirkt es auf vielen klassischen News-Seiten erstaunlich ruhig zu diesem Thema. Dort liegt der Fokus oftmals auf neuen Inhalten, neuen Add-ons, neuen Flugzeugen, neuen Szenerien und allgemeinen Ankündigungen. Und natürlich sind das alles spannende Themen, letztlich lebt genau davon der Simulator. Aber trotzdem stellt sich für mich eine Frage. Reden wir in der Szene zu viel über das, was kommt, anstatt über das, was eigentlich längst funktionieren müsste? In diesem Video sprechen wir darüber und ich möchte direkt zum Anfang eines ganz klar sagen. Das hier ist keine pauschale Kritik an News-Seiten, Entwicklern oder Content-Creatern. Ich werde keine Namen nennen und niemanden unterstellen, bewusst etwas auszulassen, denn so einfach ist es nicht. Haben wir in Teilen einfach Schwierigkeiten, Anspruch bzw. Wunschdenken und Realität klar zu trennen? Ein spannendes Thema auch in Bezug auf den Marktplatz. Denn ganz aktuell wirft auch dieser neue Fragen auf, die nicht unerwähnt bleiben dürfen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert und aktiviert die Glocke, um keinen der kommenden Inhalte auf Andiana TV zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Ich finde, man darf durchaus die Frage stellen, ob technische Grundprobleme im Microsoft Flight Simulator 2024 manchmal zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Vor allem dann, wenn sie nicht nur einzelne Nutzer betreffen, sondern so groß werden, dass Microsoft und Asobo offiziell reagieren müssen. Und genau das ist bei den Problemen rund um SIM-Update 5 passiert. Das Update sollte eigentlich ein wichtiger Schritt nach vorne sein. Und auf dem Papier gibt es auch ganz viele positive Punkte. Doch nach der Veröffentlichung kamen aus der Community schnell Berichte, die in eine ganz andere Richtung gingen. Im letzten Video habe ich ausführlich darüber berichtet. Wenn ein neues Flugzeug an einer Stelle nicht perfekt modelliert ist, kann man darüber diskutieren. Wenn eine Szenerie an einer Ecke nicht sauber aussieht, ist das ärgerlich, aber meistens verschmerzbar. Wenn aber im Cockpit die Bildschirme schwarz bleiben, wenn die Avionik ausfällt oder eine Mission erst gar nicht richtig startet, dann geht es an die Basis des Simulators. Da bringen dann auch die schönsten Add-ons nichts, wenn der Simulator selbst nicht zuverlässig läuft. Genau an dieser Stelle wird das Thema besonders deutlich, wenn man auf aktuelle kostenpflichtige Zusatzinhalte schaut. Denn mit der FSR Venom 300E von FS Reborn ist jetzt exklusiv am InSim-Marktplatz des Microsoft Flight Simulator 2024 ein Add-on erschienen, auf das viele in der Community wirklich gespannt waren. Ein hochwertiger Jet, ein spannendes Flugzeug. Ein Entwickler, der in der Szene völlig zu Recht einen sehr guten Ruf hat und bisher auch immer Xbox berücksichtigt, also auch für Konsole entwickelt. Die 300E ist ein Produkt, das innerhalb des Microsoft Flight Simulator 2024 eigentlich genau zeigen kann, was in dieser Plattform steckt. Laut einer Aussage von Raoul, dem Entwickler hinter FS Reborn, auf dem eigenen Discord als Antwort auf eine User-Anfrage, lässt sich die FSR 300E aufgrund ihrer Komplexität jedoch aktuell gar nicht auf Konsole umsetzen, weder auf Xbox noch auf PlayStation. FS Reborn sagt dann ganz klar, dann können wir das in der Verantwortung, in der wir uns sehen, letztlich auch nicht anbieten. Andere Entwickler sind da schmerzbefreit und werfen alles auf den Marktplatz, was sich zu Geld machen lässt. Dass Microsoft Asobo am InSim-Marktplatz hier zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos keinen Hebel haben, um gegenzuwirken, ist auch Teil der Wahrheit und im Grunde ein Thema für ein eigenes Video. Den Schaden und Ärger hat dann der User. Das Beispiel zeigt, wie ambitioniert und komplex moderne Add-ons inzwischen geworden sind. Entwickler wie FS Reborn bauen nicht einfach nur ein schönes 3D-Modell mit ein paar Knöpfen. Da geht es um Systeme, Avionik, Logik, Performance, Speicher und eine möglichst glaubwürdige Simulation.
Aber genau dadurch wird auch sichtbar, wie groß die Schere im Microsoft Flight Simulator 2024 aktuell ist. Auf der einen Seite entstehen extrem hochwertige Inhalte, die zeigen, was technisch möglich ist. Auf der anderen Seite kämpfen Teile der Plattform noch mit grundlegenden Themen wie Speicher, Stabilität, Avionik und schwarzen Displays. Wenn selbst hochwertige Entwickler sagen müssen, dieses Flugzeug ist aktuell zu komplex für Konsole, dann zeigt das, wie sensibel das gesamte Ökosystem ist. Der Simulator soll wachsen, er soll mehr können, er soll komplexere Flugzeuge ermöglichen. Er soll auf PC, Xbox und PlayStation funktionieren, aber diese Plattformen haben nun mal unterschiedliche Grenzen. Und diese Grenzen müssen offen besprochen werden. Inhalte wie die FSR 300E haben Aufmerksamkeit verdient, absolut. Jetzt kommt, ebenfalls ganz aktuell, noch ein weiterer Punkt dazu, der das Ganze aus PlayStation-Sicht noch schwieriger macht. Denn während die Probleme rund um Sim Update 5 weiter im Raum stehen, erscheinen am In-Sim-Marktplatz auf PlayStation inzwischen weitere Drittanbieter-Inhalte, was grundsätzlich gut ist. Dazu gehören der hervorragende MH60-Helikopter von Miltech Simulations, die Jaguar und die Transall C160 von Azure Poly, die Vulcan B, MK2, K2 und MRR von Just Flight, die YF-23 Black Widow 2 von Topmach Studios und auch die CT210N von Carenado. Und nochmal, das sind grundsätzlich spannende Inhalte. Das sind Produkte von Entwicklern, von guten Entwicklern, die Arbeit und Leidenschaft in ihre Flugzeuge stecken. Gerade für PlayStation-User ein super Zeichen, wenn der Marktplatz endlich wächst und mehr Drittanbieter-Inhalte sichtbar werden. Aber dann kommt der nächste Widerspruch. Zeitgleich startet der sogenannte Top Sellers Sale. Laut offizieller Ankündigung für 7 Tage mit bis zu 80% Rabatt auf beliebte Marketplace-Produkte. Und nach aktuellem Stand betrifft dieser Sale auch genau diese Inhalte. MH60, Jaguar, Transall, Vulcan, alles dabei. Jedoch nur auf PC und Xbox, nicht auf PlayStation. Und selbst wenn es dafür möglicherweise technische oder organisatorische Gründe gibt, etwa weil diese Produkte auf PlayStation in Anführungsstrichen gerade erst neu erscheinen, aus Nutzersicht ist das extrem schwer zu vermitteln. Denn stell dir vor, du bist PlayStation-User. Du wartest monatelang auf Drittanbieterinhalte. Dann erscheinen endlich gute Inhalte am Marktplatz und praktisch parallel läuft ein Sale, in dem diese Inhalte günstiger angeboten werden, nur eben nicht bei dir. Im aktuellsten offiziellen Wochenbriefing wird allgemein dafür geworben. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Nicht nur für User, die ausschließlich auf PlayStation fliegen, sondern auch für Leute, die verrückt genug sind, beispielsweise wie ich, auf mehreren Plattformen unterwegs sind und ernsthaft darüber nachdenken, ob sie sich den MH60 erneut kaufen, eben weil er so gut ist, nur um ihn auch auf PlayStation fliegen zu können. Es verstärkt einfach genau den Eindruck, den viele PlayStation-Nutzer ohnehin schon haben. Man ist zwar jetzt Teil des Microsoft Flight Simulator 2024, aber selbst dort, wo es allmählich vergleichbar wird, zumindest mit Xbox, nicht auf Augenhöhe. Und das ist schade, denn auch hier gilt wieder, die Entwickler gerade dieser benannten Inhalte möchten, dass es funktioniert. Aber wenn sie auf einer Plattform verspätet erscheinen, während parallel auf anderen Plattformen Rabatte laufen, und gleichzeitig technische Sim-Update 5 Probleme weiter diskutiert werden, dann leidet die Wahrnehmung. Dann geht es einfach nicht mehr um ein einzelnes Flugzeug. Dann geht es um Vertrauen. Vertrauen in den Marktplatz, Vertrauen in die Plattform, Vertrauen darin, dass User nicht nur irgendwie mitgenommen werden, sondern wirklich gleichwertig behandelt und ernst genommen werden. Und genau deshalb gehört auch dieser Punkt in die Diskussion. Neue Inhalte sind schön, Sales sind schön. Aber Timing, Transparenz und Plattformgleichheit sind mindestens genauso wichtig. Wenn die Basis technisch wackelt und der Marktplatz gleichzeitig uneinheitlich wirkt, dann wird aus Vorfreude sehr schnell Frust. Es gibt viele Nutzer, die sich nicht jeden Tag intensiv mit der virtuellen Fliegerei beschäftigen können und wollen. Sie lesen nicht jeden Foren-Thread und verfolgen nicht jede Beta. Sie schauen nicht stundenlang nach, ob ein Problem jetzt am Simulator, am Flugzeug, am Airport, am Cache, am EFB oder an irgendeiner Plattformbesonderheit liegt. Und ganz ehrlich, das müssen sie auch nicht. Viele möchten nach der Arbeit einfach den Rechner oder die Konsole starten, sich für 2 oder 3 Stunden ins Cockpit setzen und einen schönen Flug erleben. Vielleicht eine kleine Feierabendrunde, vielleicht eine Karrieremission, vielleicht den neuen Business-Chat ausprobieren oder einfach nur abschalten. Und dann sitzt man da,
Der Flug ist geplant, die Maschine steht bereit, die Motivation ist da. Und plötzlich bleiben die Displays schwarz oder es kommt eine Speicherwarnung oder. Und dann beginnt plötzlich nicht der Flug, sondern die Fehlersuche. Neustart. Man klickt sich durch Einstellungen, man reduziert Verkehr, man sucht vielleicht sogar im Forum. Man prüft, ob andere das Problem auch haben. Probiert Dinge aus, von denen man gar nicht weiß, ob sie überhaupt helfen. Und aus 2 Stunden Fliegen werden 2 Stunden Troubleshooting. Und das ist genau der Moment, in dem viele einfach die Lust verlieren. Nicht, weil sie keine Geduld haben, nicht, weil sie den Simulator nicht mögen oder dergleichen, sondern ganz einfach, Freizeit ist nun mal begrenzt. Wer am Abend nach einem langen Tag nur ein kleines Zeitfenster hat, möchte nicht erst eine technische Problemsuche starten, bevor überhaupt der Motor läuft. Für sehr engagierte Nutzer sind Workarounds vielleicht machbar. Sie wissen, wo sie suchen müssen. Sie lesen Release-Notes, testen Betas und vergleichen Builds. Für manchen macht diese Herausforderung vielleicht sogar den Reiz aus. Aber für viele, in Anführungsstrichen, normale User, ist der Simulator in so einem Moment einfach kaputt. Punkt. Und genau deshalb reicht es aus meiner Sicht nicht, nur über neue Inhalte zu sprechen. Neue Inhalte sind wichtig. Gute Add-ons sind wichtig. Entwickler wie FS Reborn leisten ganz starke Arbeit. Aber all das braucht eine stabile Plattform darunter. Und wie komme ich jetzt zum eingangs erwähnten Punkt mit der aktuellen Berichterstattung? Wenn ein neues Add-on erscheint, ist die Meldung oft schnell draußen, ein neuer Flughafen, ein neues Flugzeug, ein neuer Trailer, ein neues Produktbild. Das lässt sich leicht erzählen. Es gibt schöne Screenshots, klare Überschriften, meistens eine Pressemeldung und oft auch einen Link zum Produkt. Technische Probleme sind schwieriger, weniger hübsch, komplizierter. Sie betreffen nicht jeden gleich. Der eine hat auf dem PC kaum Probleme, der andere auf Konsole massive Abstürze. Der eine fliegt nur kleine Maschinen von kleinen Plätzen und merkt wenig. Der andere startet eine Mission mit größerem Flugzeug und sitzt plötzlich vor schwarzen Displays. Solche Themen sind schwerer zu greifen, aber genau deshalb sind sie nicht weniger wichtig. Im Gegenteil, gute Berichterstattung müsste aus meiner Sicht nicht nur fragen, was kommt neu, sondern auch, läuft die Basis überhaupt stabil genug dafür? Funktioniert das auf PC und Konsole? Gibt es bekannte Probleme oder Einschränkungen? Und wenn dann ein Update nachgeschoben wird, um Stabilität, Speicher und Avionik zu verbessern, dann ist das nicht nur eine kleine Randnotiz. Dann ist das ein zentrales Thema für die Nutzer. Das lässt sich dann auch nicht einfach per Copy-Paste integrieren, dafür muss man recherchieren. Natürlich verstehe ich auch die andere Seite. Man kann nicht jeden Foren-Thread aufgreifen. Nicht jeder Bericht aus der Community ist automatisch ein allgemeines Problem. Und da muss man auch vorsichtig sein, um nicht jede Einzelmeldung zur großen Krise zu machen. Das hilft keinem. Manche Seiten testen vielleicht auch vor allem am PC und erleben die Konsolenprobleme gar nicht in dieser Form. Alles nachvollziehbar. Aber wenn aus Einzelmeldungen ein Muster wird, wenn offizielle Foren voll damit sind, wenn Microsoft und Asobo reagieren und wenn mit SimUpdate 5.1 eine Beta genau in diese Richtung geht, dann ist das mehr als nur ein Nebengeräusch. Dann ist es ein Thema, das in der Szene sichtbar sein muss, denn sonst entsteht bei vielen Usern ein komisches Gefühl. Sie erleben Probleme, lesen aber gleichzeitig überall nur von neuen Inhalten. Sie sitzen vor schwarzen Bildschirmen, sehen aber Meldungen über neue Add-ons, kämpfen gegen Abstürze, während der nächste Trailer gefeiert wird. Und irgendwann fragt man sich dann, bin ich der Einzige, bei dem es nicht rund läuft? Und das ist dann schon schwierig, wenn Nutzer das Gefühl bekommen, dass ihre Erfahrungen in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht stattfinden, denn dann entsteht Frust. Nicht nur über den Simulator, sondern auch über die Kommunikation drumherum. Kritik muss nichts Negatives sein. Gute Kritik ist kein Angriff, sondern gute Kritik ist ein Hinweis darauf, wo etwas besser werden muss. Und das sage ich ganz bewusst, denn ich möchte, dass dieser Simulator stabiler wird, zuverlässiger wird und sein enormes Potenzial dauerhaft zeigen kann. Und da gehört ein offener Austausch über Probleme schlichtweg dazu. Nicht, weil man den Simulator nicht mag, sondern weil man ihn ernst nimmt. Die SimUpdate 5.1 Beta macht jetzt Hoffnung. Aber eine Beta ist noch keine vollständige Entwarnung. Bis dahin bleibt die Frage berechtigt, reden wir genug über die Grundlage oder lassen wir uns zu schnell vom nächsten glänzenden Add-on ablenken? Na jedenfalls hoffen wir doch alle, dass der Microsoft Flight Simulator 2024 langfristig das sein kann, was sich viele wünschen. Eine starke, moderne und verlässliche Plattform für die virtuelle Fliegerei. Lasst uns hierzu im Kommentarbereich unter diesem Video gerne wieder so umfangreich in den Austausch gehen wie zuletzt. Vielen Dank für die vielen tollen Beiträge und das Teilen eurer Erfahrungen unter dem letzten Video.
Habt ihr das Gefühl, dass über technische Probleme im Microsoft Flight Simulator 2024 zu wenig gesprochen wird? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert und aktiviert die Glocke, um keinen der kommenden Inhalte auf Andiana TV zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.